Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um das digitale Kombi-Instrument. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, das ist komplett kostenlos für euch. Ja, in diesem Video zeige ich euch mal, wie das digitale Kombi-Instrument beim Ford Focus MK4 aussieht. Und ja, für alle, die es interessiert, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man das analoge Kombi-Instrument auf das digitale Kombi-Instrument umbaut. Also abonnieren nicht vergessen und regelmäßig die Videos schauen. Also, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie denn das Kombi-Instrument aussieht. Zuallererst die Anfangs- oder Startanimation blende ich euch jetzt mal ein. Nach dem Start schauen wir uns mal, wie denn die Fahrmodi aussehen. Also was passiert, wenn wir jetzt die einzelnen Fahrmodis durchschalten. So sieht das Ganze aus. Also, das ist der normale Modus und jetzt schalten wir auf den Eco-Modus um. Das sind die Farben nicht so richtig blau, sondern eher so türkisfarben. Gefällt mir eigentlich ganz gut diese Ansicht. Und dann kommt der Sportmodus. Wie gesagt, der ist jetzt im Rot hier gehalten. Soll natürlich ein bisschen sportlicher hier wirken. Und so sieht das Ganze dann halt aus, wenn ihr den Sportmodus aktiviert habt. Und jetzt nochmal zurück auf den normalen Modus. Das ist wieder das blaue oder die blauen Farben, die wir halt kennen. So sieht die Standardanzeige aus, wenn das Kombi-Instrument halt startet. Im nächsten Schritt gehen wir dann jetzt die einzelnen Menüpunkte durch. Ich gehe jetzt nicht in super Tiefe in die einzelnen Menüpunkte ein, aber zumindest mal einen groben Überblick, um euch zu zeigen, wie das Ganze denn aussieht. Also, los geht's. Wir sehen hier die Bildschirme. Ich habe das Ganze mal auf Englisch gelassen. Dann können es auch die Zuschauer besser nachverfolgen, die aus anderen Ländern kommen. Also, wir haben hier die Bildschirme, die wir uns anzeigen lassen können. 7 Stück maximal kann man sich auswählen und so sieht das Ganze dann aus. Hier auch der Launch Control, falls ihr die ST-Variante habt. Der Reifendruck zum Schluss, die durchschnittliche Geschwindigkeit. Nach den Bildschirmen haben wir dann, wie auch bei dem analogen, natürlich die Möglichkeit darüber auch das Infotainment-System zu steuern. Macht, glaube ich, niemand, aber zumindest mal die Möglichkeit hat man. Dann gibt es auch noch hier das Telefon bzw. Telefonbuch. Man kann Anrufe sich anschauen und tätigen, aber viel einfacher über das Sync-System. Und dann kommen wir jetzt zu den Einstellungen. Je nach Ausstattung von eurem Auto habt ihr hier natürlich mehr oder weniger Einstellungsmöglichkeiten, aber so sieht das Ganze dann halt aus. So sieht das aus, das Menü, wenn wir jetzt zu den Autoeinstellungen kommen, also Licht, Verriegelung, Spiegel, Öl, Airbag, Fernstartfunktion, Reifendruck, Fenster und dann natürlich auch die Töne. Natürlich obligatorisch noch die MyKey-Funktionalität und hier zum Schluss können wir uns auch noch das Tachometer einfach wegblenden, wenn wir denn möchten. Also das sind die üblichen Einstellungen, die wir haben, inklusive Sprache. Und zum Schluss hier das Tachometer mache ich mal einfach mal weg, damit ihr seht, wie das Ganze denn aussieht. Dann habt ihr rechts das Tachometer nicht mehr, sondern im Prinzip diese Anzeige, die normalerweise in der Mitte ist, habt ihr dann halt ganz rechts. Und so sieht das Ganze dann wieder mit dem Tachometer aus. Ganz schick und nett, wie ich finde. Sieht alles sehr angenehm und modern aus. Und ja, im nächsten Schritt gehe ich noch ein paar Punkte durch für die ganzen Assistenzsysteme und wie sie dann in diesem neuen digitalen Kombi-Instrument angezeigt werden. Also los geht's. Wir sehen, den Spurhalteassistenten wird halt links und rechts durch diese 2 Balken angezeigt. Und ja, dann haben wir noch den intelligenten Tempomat. Der zeigt uns dann halt dann auch die eingestellte Geschwindigkeit an. Dann den Spurführungsassistenten wird uns in der Mitte durch so ein kleines Lenkrad signalisiert. Und dann können wir noch die Distanz zum Vordermann einstellen beim intelligenten Tempomat. Und so sieht dann auch die Abschlussanimation aus des digitalen Kombi-Instrumentes. Und zum Schluss, wenn man es natürlich eingestellt hat, kommt dann auch noch die Abfrage, wie man denn die Alarmanlage haben möchte. Also voll aktiv oder nur die Außenbereiche aktiv und im Innenraum nicht aktiv. Ja, so sieht das ganze Kombi-Instrument aus.
Falls ihr die ST-Variante habt, habt ihr auch eine andere Startanimation. Ich habe keine ST-Variante und habe natürlich die Standardanimation. Man kann diese Startanimation auch nicht ändern. Zumindest mal nicht super einfach ändern mit unseren Mitteln. Wenn ihr also so ein Kombi-Instrument austauschen wollt und habt eine ST-Variante, holt euch dann das Kombi-Instrument, das für die ST-Variante gedacht ist, und ansonsten holt ihr euch halt die Variante, die halt für das normale Modell gedacht ist, mit diesem normalen Focus-Logo. Auf meiner Internetseite habe ich eine Auflistung gemacht, welche Variante vom digitalen Kombi-Instrument für welches Modell gilt. Und natürlich in meinem Einbauvideo sind auch nochmal weitere Informationen hinterlegt, die ihr halt beachten müsst. Kommt aber im nächsten Video. Gut, jetzt wissen wir also, wie das Ganze dann aussieht, und ihr habt da so einen Vergleich zu dem alten analogen Kombi-Instrument. Falls nicht, schaut es euch an. Hier verlinke ich euch das Ganze in der Infokarte. Dort bin ich das analoge Kombi-Instrument komplett durchgegangen, inklusive allen Einstellungsmöglichkeiten. Die Einstellungsmöglichkeiten sind hier genau die gleichen, deshalb bin ich jetzt nicht so im Detail auf das Ganze eingegangen. Aber ihr habt jetzt mal einen Überblick, wie das Ganze dann aussieht, und genau. Jetzt wollen wir das Ganze auch nochmal sehen, wie es denn in Aktion aussieht, also während der Fahrt. Hier bitte nicht wundern, ich muss natürlich fahren, die Kamera halten, es wackelt ein bisschen, aber ich wollte euch unbedingt zeigen, wie das Ganze dann auch in Aktion aussieht. Also, los geht's mit der Standardansicht. Hier sehen wir das Ganze dann in Aktion. Wir sehen links Geschwindigkeit, rechts Umdrehungen pro Minute, in der Mitte dann die Anzeige der Verkehrsschilder, entweder 1 oder 2 Verkehrsschilder, je nachdem, was er halt erkannt hat. Normal- und Eco-Modus geben sich nicht viel, wie gesagt, in der Anzeige. So sieht dann die Sportvariante aus. Alles schön in Rot. Ja, sehr, sehr sportlich, sehr schön. Und wie gesagt, in der Mitte seht ihr dann auch das Auto, was erkannt worden ist, was vor uns gefahren ist, inklusive der eingestellten Anzeige. Ja, so sieht das digitale Kombi-Instrument aus. Wie gesagt, nächstes Video zeige ich euch, wie man das Ganze einbaut, Schritt für Schritt, inklusive allen Details, und wie immer alles auf meiner Homepage. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!